Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 8 der ersten Etappe. Es geht von Rambouillet nach Moutier-Nopperge, knappe 120 Kilometer, über 1000 Höhenmeter. Der erste hat schon defekt oder was? Also das ist jetzt die O-Gruppe, in der fahre ich mit. Start war da um 7:30. Also von A bis N sind schon alle gestartet. So langsam wird nachher kein Meter mehr gefahren. Bis auf nachher bei den Checkpoints reinfahren vielleicht. Tak, tak. Und so ging es ganz gemächlich vom Schlosspark runter auf die erste Straße. So, einmal Kopfsteinpflaster. Und dann geht's den Berg hoch. Hier stand ich vorhin. So, und wie ist der Plan? Der Plan ist viel Spaß haben. Also an die schnellste Gruppe ranhängen und gucken, ob man mitkommt. Und immer schön essen. Also ich habe über den Tag schon viel gegessen, dass ich gar nicht so ausgehungert herkomme. Und dann werde ich nichts groß hier aufschieben mit Essen, wenn was reinpasst, gibt was rein. Noch ist vorne der Bremswagen. Noch drehen die Leute nicht auf. Aber ich tippe mal, so wie der weg ist, wird es ein paar Leute geben, die hier anziehen. Und der Plan war, mich denn da ranzuhängen, wenn also die ersten hier richtig Gas geben. Aber so richtig hat sich das nicht entwickelt. Und 2000 Leute haben hier über ein Jahr und auch jetzt die Tage stellen sicher, dass wir sicher über die Straßen kommen, dass das alles toll vorbereitet ist, damit wir 8000 Leute hier 3 oder 4 Tage Spaß haben. Und dann wurden wir beschenkt mit so einem Wetter. Die von den Philippinen sagte, das ist ihr Wetter. Die war letztes Jahr auch hier, sagte sie mir gerade. Also letztes Mal, 2019. Und da hat die so gefroren, da hat sie nicht finishen können. Und sie sagte jetzt, so ein Wetter sind sie gewohnt und die war ja jetzt schon dick angezogen. Ne, dass selbst diese 30 Grad, die wir haben, oder weißt du, 26, was wir jetzt so haben, noch am Abend, das ist denen kühl, sagt sie. Kühl.
Und wenn 40 Grad sind, sagte sie mir, dann kann sie so richtig Gas geben. Ich glaube, die meisten Europäer hier, die werden dann, weiß nicht, also wenn sie nicht genug Flüssigkeit kriegen, wird es bestimmt bei dem einen oder anderen kritisch. Wenn die sich zu doll auspowern. Ja, noch sehe ich das Auto vorne. Hätte ich fast die erste Gruppe hier wegfahren lassen, weil ich mich so nett unterhalten hatte. Ich musste eben ganz schön Druck machen, um hier anzuschließen. Ja gut, gucken kann man auch nicht, die Sonne ist ziemlich tief und blindet. Und noch haben wir vorne Motorräder. Sind immer noch die Motorräder, die uns führen. Aber ich glaube, die winken, die wollen jetzt winken. Nee, die winken den Autos. Die wollen rein. Also obwohl noch gepaced von den Motorrädern, fahren wir doch schon recht zügig jetzt so die Berge runter. 45, trotz Pacing. Entsprechend langsamer geht es dann, wenn es wieder berghoch geht. Da sind wir dann teilweise wirklich mit 15, 17, 18 Stundenkilometer nur unterwegs. Also mit über 40 geht es hier lang. Konnte man schön eben auf diesem Warnschild sehen, dem Radarteil. Da ist nochmal so ein Ding am Blinken. Und es fahren auch immer wieder Motorräder vorbei. Immer mit so 4 Buchstaben hinten auf dem Rücken auf einer Weste. Aber ich konnte nicht rauskriegen, wofür diese Buchstaben stehen. Aber die waren eigentlich die ganze Zeit zu sehen. Immer wieder Motorradfahrer. So geht's die ersten paar Stunden einem traumhaften Sonnenuntergang entgegen. Und der, man kann immer schön gucken, N-Gruppe, also die Gruppe vorab. Boah, was ist das denn? Ah, mit dem Dreieck jetzt zurück. Was ist das denn für ein Rennen?
an den nächsten sanften Hügel wieder runter. Also ohne Treten damit knapp über 50 fahren. Das ist das, was so richtig Spaß macht. Steil ist es ja selten, das ist leicht hügelig. Also man kommt nachher auch gut hoch. Ja, so macht das Spaß. Der Fahrer jetzt vor mir, der fiel mir so auf, weil der so ein sehr schickes Trikot mitgebracht hat. Und er scheint aus Norddeutschland zu kommen, weil ein Brevet habe ich ihn mal getroffen, bei einem 600er hier in Kiel. Da kam er dann auch. Und die ersten Kilometer habe ich dann mit ihm zusammengefahren und zumindest habe ich ihn immer mal wieder gesehen. Und auch auf dem Rückweg werde ich ihn einmal kurz treffen. Bei ihm waren selbst die Socken abgestimmt mit dem Muster vom Trikot. Ja, einfach über die geschlossene Linie rüber ist nicht gut, aber ich wollte den Anschluss hier an die Vordergruppe wieder finden. Und die Autos waren mir da zu langsam. Und das Mikro ist fürchterlich jetzt verrauscht. Deswegen habe ich das jetzt weggedreht. Und das sieht ja auf dem Video, glaube ich, immer spektakulärer aus, als wie es dann wirklich ist, wenn man auf dem Rad sitzt und da die Straße runterfährt. Oder jetzt auch hier, ne? Vorfahrtstraße, einfach rauf da. Aber das war schon recht sicher, man konnte da gut gucken. Oh, man sieht ja gar nichts, ey. Ja, da hat die Sonne wirklich fürchterlich geblendet. Ach, Haut. Das sieht man gar nicht. Hätte mich gleich so anstrengen müssen. Und mit meinem Plan, den ich da anfangs geäußert habe, immer rechtzeitig was zu essen, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte was essen, es wird was reinpassen. Also der Plan wird definitiv nicht aufgehen. Ich werde gewaltige Probleme später kriegen mit Essen, also ich werde nicht essen können. Kann man sich kaum vorstellen. Oder ich denke mal, die meisten können es sich nicht vorstellen, dass man dann irgendwann, dass der Körper einem verwehrt, was essen zu wollen. Und mir wird es so ergehen. Und ich habe ja viel Schokolade mitgenommen, also diese Snickers habe ich oben auf den Rahmen raufgeklemmt und auch in der Tasche genug drin. Also einen Teil davon werde ich mit zurücknehmen, den Rest werde ich verschenken unterwegs, fragen, ob die Lust haben auf einen Snickers, ich will meine nicht, und dann ein paar abgeben werde. Das ist alles die Gruppe vor uns mit der N. Und wo die O-Leute abgeblieben sind, ah, hier ist ein O. Oder ich fahre schon ganz vorn. Aber ich glaube, da waren noch ein paar vor uns. Alles N-Leute. Und wir sind jetzt 3 O-Leute, also O-Gruppe. Und fahren hier echt Mutterseelen allein. Und das so früh. Wir haben 36 Kilometer gerade mal. Also fahren jetzt 1 Stunde 10
Haben jetzt so ein bisschen vor 9 Uhr. Ist aber noch schön hell. Ja, und berghoch habe ich mich nie so super verausgabt. Das haben die meisten gemacht. Die sind dann also relativ ruhig. Wahrscheinlich Puls ziemlich niedrig gehalten, dann da hochgekurbelt langsam. Und dann lieber bei den Ebenen und beim Runterfahren Gas gegeben. Da wird schon die erste Banane verdrückt. Jetzt blende ich mal den Pfad ein, bis wohin wir jetzt zurzeit gekommen sind von den 120 Kilometern. Und die Sonne geht immer tiefer und tiefer. Jetzt sind wir gerade in so einem Tal drin. Auch so schön, die machen hier Picknick. Bringen Tisch, Wein, Glas. Hi. Was ist hier? Ein Klo. Und wie man sieht, die Straße ist ja recht lang nach vorne einsehbar. Es ist deutlich leerer geworden. Und diese kompakte Gruppe, mit der wir anfangs unterwegs waren, die hat sich so ein bisschen aufgelöst. Ah, ich liebe diese blaue Stunde, wo die Sonne runtergeht. Und nun kriegen wir auch wieder ein paar zu Gesicht, die vor uns sind. Allerdings sind das ewige N- oder noch frühere Gruppen, die langsam fahren. Und ja, wir schlippen einen kleinen Tross hinter uns her. Wo ja nun wirklich tausende Leute so langsam hier auf die Straße entlassen werden, immer nur im 15-Minuten-Rhythmus, ist man doch manchmal verwundert, dass es nicht so viele Fahrer um einen rum gibt. Was ist das hier? Hier gibt es Wasser scheinbar. Ich glaube, man muss jetzt Weste anmachen. Mein Licht geht immer noch nicht von alleine an. Ich glaube, ich muss Licht anmachen. Ja. Ach, das ist es angegangen. Jetzt ist es an. Und die Weste. Oder? Ne, die ziehen noch nicht an. Das ist so heiß. Also 24 Grad sind es jetzt wohl noch. Also dafür, dass es schon so spät am Abend ist. Aber ich glaube, wir sind noch Zweier-Team. Und die anderen sind irgendwie L, M, N. Und von hinten kommen keine schnell hinterher. Und es ist herrlich warm. Vor allen Dingen jetzt mit der Weste. Hat das wieder N? Also für die nächsten Touren, die ich mache, die so lang sind und die dann eventuell heiß werden können, die Tage, da will ich definitiv dann so ein Kreuz mitnehmen, was dann ja auch zugelassen ist und was erstmal kleiner, leichter und ja, halt nicht den Körper so aufheizt. So, wir beiden wechseln es immer noch schön ab hier. Der Franzose fährt dann immer wieder vor. Ein paar Meter, dann fahre ich vor. Und leider keine schnelle, dicke Gruppe hinter uns. Ja, meistens kennt man das ja so, dass zwei vorweg fahren oder einer und der dann irgendwann seitlich rausgeht und den Trupp vorfahren lässt und sich hinten reinhängt. Aber ich glaube, der Franzose hier vor mir, mit dem ich mich jetzt schon ganz lange abwechsel, der ist bestimmt 10 Jahre älter wie ich. Und bislang sind wir echt nur am Überholen.
Von hinten ist bislang echt keiner gekommen. Und letztes Jahr war das ja, oder letztes Mal war das ja so, dass da echt alle richtig gekeult haben. Ich hoffe, das rächt sich nicht morgen oder übermorgen. Aber ich glaube, wenn das nachher so brüllend heiß wird gegen Mittag, dann kann man gar nicht mehr so viel Druck fahren. Jetzt ist er angenehm. Ja, 21 Uhr, also 24 Grad noch, dann geht es nachher auf 22 Grad runter. Und mit der Weste geht das gerade so. Er hat das ja offen. Und das Ding ja, staut sich doch ganz schön die Wärme drunter. Also ich habe es moddig warm. Aber lieber die Wärme als nachts zu frieren. Und ich finde das ja prima, wenn das warm ist. Also mag ich viel lieber, als dann in der Nacht ein bisschen zu frieren und so viel Klamotten mitnehmen zu müssen. Also wir beide wollten einfach schneller fahren als die Leute um uns herum. Und so haben wir uns dann halt immer gegenseitig abgewechselt und fuhren an allen vorbei. Okay, der hat Radio an. Aber wer mag. Und das wird jetzt 3 Tage lang mein To-Do werden. Abgezogen von den Pausen bei den Checkpoints und abgezogen von 2 kurzen Schlafpausen, die so 5 und 4 Stunden werden. Und bei Tag wird es sehr heiß werden. Es wird da regelrechte Wasserschlachten geben. Und immer wenn ich irgendwie mal an einen kalten Wasserhahn komme, dann halte ich meinen Kopf drunter. Einige haben sich auch so Schwämme oben auf den Helm gebunden und haben die dann regelmäßig nass gemacht und dann ab und zu mal raufgedrückt oder haben dann das, was da runter tropft, dann genutzt am Kopf, dass das ein bisschen runterkühlt. Ja, und man konnte halt auch so in der Nacht ganz prima fahren, dünn angezogen. So, dann kommt der Franzose wieder, glaube ich. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also die meisten sind da gewohnt, dann nachts zu schlafen und tags eher irgendwas zu tun, wie auch mal wegen Fahrradfahren, um dann zu sagen, ich mache dann nachts irgendwie Pause und schlafe da. Gab es also bestimmt genügend Leute, die sagen, nee, ich lege mich bei Tag irgendwo in die Wiese, weil da ist es einfach zu schlafen, es ist warm und ja, ist überall Platz und man hat seine Ruhe und man fährt dann einfach die Nacht durch. Es haben bestimmt viele gemacht. An den Lichtern müssten eigentlich ein paar mehr hinter mir sein. Aber abwechselnd tun wir immer nur zu zweit. Der Rest klebt dran. Ja, und was fahren wir eigentlich, ey? Ich kann das nicht lesen. Ich kann das auch nicht lesen. Mit der Tasche vor mir hier, das ist wie so ein Lämmerschwanz. Bommelt das hin und her? Weiß es ist ruhig, aber wenn der tritt. Ja, dass das den nicht gestört hat, wundert mich echt. Das ist doch wirklich eine Unwucht. Und dann, wenn das also 3 Tage lang pendelt da hinten so ein Ding hin und her. Also ich weiß nicht, ich hätte das abgestellt. Ihn scheint es nicht gejuckt zu haben. Und ich dann wieder mit meinem Franzosen im Doppelgespann. Wechseln wir uns ab und fahren an den Gruppen vorbei. Aber es wollte auch kein anderer aufschließen und dass wir als Gruppe dann wachsen und man dann nicht ganz so lang vorne fahren muss. Und so haben wir dann doch oft über 40 Stundenkilometer drauf gehabt hier. Ist jetzt also, ich weiß nicht, ob das jetzt leicht bergab ging hier. Na, wird wohl.
Nächste kleine Ortschaft rein. Mal wieder ein bisschen Licht von der Straße her. Ansonsten fahren wir wirklich durch stockdunkel. Und hier haben wir noch Straßenlaternen, die beleuchtet sind. Wir fahren nachher auch so durch Dörfer, die sind dann wirklich stockdunkel. Und es wird auch ein paar Unfälle geben, die ich selber sehe. Also wo der Unfall bereits passiert ist, weil dann Leute da im Dunkeln, und war wahrscheinlich mit zu viel Speed in die Ortschaft reingefahren, dann solche Barrieren, die in der Mitte der Straße stehen, dann nicht rechtzeitig gesehen haben, um da voll rauf zu knallen, weil es in den Dörfern wirklich stockdunkel war und weil wir mit unseren Brillen ja doch nicht ganz so gut sehen, als wenn wir die Brille ab hätten. Ja, das weiße Ding haben wir noch alles vor uns vom Pfad oben eingeblendet. Und da, wo der rote Teil ist, das haben wir dann schon geschafft. Also ist das Secret Control hier, oder? Und jetzt gibt es hier so einen Versorgungspunkt durch Anwohner. Da haben sie ja so Leute hingestellt. Und bestimmt so 40, 50 Anwohner, ältere Leute. Jeder hatte so einen Kelch mit kaltem Wasser da. Also konnte man richtig schönes, kaltes Wasser genießen. Eine willkommene Auffrischung. Thank you. When you come back, we are here. Okay. With Theo Cafe. I will find you. So. Das ist schön. Thank you very much. Und wie viel haben wir noch? 78 haben wir jetzt. Ich glaube unter 50 ist es noch. Nee, also 42 noch. Bisschen über eine Stunde. Hi. Also der Versorgungspunkt wird jetzt die gesamte Fahrt den Leuten Unterstützung bieten. Und wer vorbeikommt, da irgendwie Wasser oder sonst was für Hilfeleistung anbieten. Ja, der fährt gut, da hänge ich mich ran. Ja, das ist einer aus der Endgruppe, mit dem werde ich jetzt auch längere Zeit zusammenfahren. Der hat auch so ein Kreuz hinten auf dem Rücken, so ein mit den Leuchtstreifen. Der hat das von daher richtig gemacht und muss jetzt nicht so eine Weste, die nicht so viel atmet, anhaben oder die dann flattern lassen. Ah, sehr geil. Ja, die Probleme, die habe ich zum Glück nicht. Also in den Armen, Handgelenken, da irgendwie den Nerv klemme ich mir nie ab. Und bei einigen merkt man ja, die schütteln dann die Hände oder so wie er, dass er dann so ein paar Gymnastikübungen macht, dass das ein bisschen ausgleicht, diese Haltung, die wir da so viele Stunden jetzt auf dem Rad haben. Und wieder nachts Leute, die da sitzen, einen anfeuern. Sind oben jetzt auf so einem Plateau. Ja, den Franzosen habe ich dann verloren bei dieser Wasserversorgungsstelle. Oh, geht das denn hier lang? Und so, was da denn? Da ist ein Unfall. Oder was ist das da? Ja, hier gab es wohl einen Unfall. Das sieht man leider immer wieder, irgendwelche Blaulichter in der Ferne. Und da muss man ja von ausgehen, dass das irgendwie ein gestürzter Radfahrer war.
Und da wird es also einige geben. Ich werde auch einige unterwegs nachher sehen, die dann eine zerrissene Hose haben oder blutige Oberschenkel, blutige Ellenbogen. Also Stürze wird es definitiv geben. Na, fährt er vorbei? Fährt man nicht. Okay. Ja, oh, hier ist ja geil. Wow. Also Kneipen und Pubs da, oder wie die sich nennen, die sind nachts immer gut besucht. Da halten die Fahrer sofort an und kaufen sich wahrscheinlich Kaltgetränke. Es geht mal wieder einen Berg hoch. Mit gemäßigtem Tempo. Da hänge ich mich mal hinter. Ja, das war eine kleine Gruppe, die gefiel mir vom Tempo her. Und da habe ich dann gesagt, da hänge ich mich mal ran, erhole mich ein bisschen, dass ich ein bisschen Windschatten fahren kann. Aber trotzdem gut vorankommen und nicht so langsam fahren muss. Und wieder bergab. Und das ist wirklich, das macht so viel Spaß, da in einer dunklen Nacht mit so vielen anderen Fahrern diese Hügel da runter zu rauschen, auf einer schönen Straße, alles schön glatt. Und man vergisst einfach, was eigentlich noch vor einem steht. Das interessiert dann eigentlich nicht. Man hat einfach Spaß, mit den anderen da lang zu knallen. Und das habe ich auch lang genug gemacht. Ah, hier ist Verkehrskontrolle. Die sind schnell. Leute. Oh, Also Leute sorry. aus der Startgruppe nach mir haben also auf die Distanz eine Viertelstunde aufgeholt. Ja, das sind die ersten, die jetzt überholen. Aus der Gruppe P. Und die sind mir auch zu schnell. Da komme ich nicht ran. Aber weit ist auch nicht mehr zum ersten Checkpoint. Wir haben nur noch 22 Kilometer noch. Haben also kurz vor 11, sind 3 Stunden 20 unterwegs und bei Kilometer 97. Ich glaube, da haben sie wieder kaltes Wasser ausgegeben. Aber so weit war ja nicht mehr bis zum Ziel. Also weiter. Man sieht ja nicht viel hier, alles so dunkel. Oh je. Und das ist in der Ortschaft, in der wir jetzt sind. Ne? Da ist das, was ich vorhin sagte, es ist stockdunkel in der Ortschaft. Und wir haben eigentlich alle, oder die meisten haben eine Brille auf. So wie ich auch, die selbsttönt ist, die dann jetzt im Dunkeln dann natürlich einigermaßen klar ist. Aber die ist halt auch alt und hat Kratzer und ja, also die Sicht ist nicht so toll, als wenn man jetzt gar keine hätte, aber dann kriegt man halt irgendwas ins Auge, wenn man Pech hat. Also ich fahre eigentlich nur mit Brille, selten dann ohne.
Und die nächsten Berg hoch. Und das kostet echt Körner, ne? Die ganzen vielen Berge hoch. Die nächste nette Begrüßung mitten in der Nacht. Aber eine schöne, warme Nacht. Wo auch die Anwohner da scheinbar gerne bis Mitternacht da stehen. Was hat er? Kette gerissen? Ja, ein Kettenriss. Am Berg, naja. Ja, kann man hier auf dem Video nicht so sehen, aber da lag die Kette halt daneben. Und man kann sich darauf einstellen, die Kette wieder hinzukriegen, alleine mit eigenen Mitteln. Das ist nicht viel Gewicht, das kostet nicht viel. Man muss halt ein Niet rausbekommen. Kettenschloss ist ja gut zu holen und gut mitzuführen. Aber man muss halt irgendwas haben, um ein Niet rauszudrücken. Nächster Berg hoch. Und wieder runter. Wieder ordentlich Speed aufnehmen. Und man rast so schön in diese Dunkelheit. Wieder eine kleine Verpflegungsstelle von ein paar Anwohnern. Wieder die Motorräder, die einen begleiten und gucken, ob alles rechtens läuft, ob da keiner ein Problem hat. Das ist jetzt auch schon Montierne-l'Auberge, also die Stadt, wo wir hinwollen, wo denn die Kontrolle Nummer 1 ist. Ja. Jetzt haben wir knapp Mitternacht und allzu weit sollte es nicht mehr sein. Dann haben wir die ersten 10%, nämlich 120 Kilometer. Da ist der erste kurze Checkpoint. Ja, noch ist hier nicht viel zu sehen, aber da biegt man jetzt nochmal einmal um die Ecke und dann ist da Kirmes gleich. Da ist jetzt richtig was los. So, erster Checkpoint. 120. Und da sind jetzt wirklich viele hunderte von Fahrern, die da jetzt ihre erste Pause machen. Da ist außen richtig viel los. Da stehen ein paar Grillbuden und im Haus wird man köstlich versorgt, wenn man möchte. Ja, gebraucht habe ich 4 Stunden 21 für die 120 Kilometer. So Durchschnittspuls war 141. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich hatte, waren 27,6. Maximalgeschwindigkeit 56. Und im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein paar Bilder und Eindrücke
von dem Aufenthalt hier in diesem ersten Kontrollpunkt in Mortean-Auperge. Und dann geht es auch weiter auf die zweite Etappe. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.